Wisst ihr, was wir wirklich noch nie gemacht haben? Wir haben uns noch nie Galas Aktienkurve angeguckt. Das heißt, wie sich der Wert des Unternehmens über die letzten, 20 Jahre entwickelt hat. Und genau das wollen wir heute mal machen. Und was wir uns jetzt hier angucken, ist eben der Verlauf des Aktienpreises in Yen. Und wir gucken uns einfach an zusammen, welche Ereignisse von Flyve sich in diesem Graph so ein bisschen ausgewirkt haben. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ja, wir machen jetzt hier keine Finanzanalyse, wir machen jetzt hier keine allgemeine Ansicht des Graphen. Das heißt, wir berücksichtigen zum Beispiel nicht die allgemeine Wirtschaftssituation in Japan, Wirtschaftskrisen, alles drumherum im Endeffekt. Wir gucken uns Gala speziell an und gucken, ob wir da einfach sehen, welche Auswirkungen Flyve eventuell gehabt haben könnte, unabhängig von allem anderen, was vielleicht so passiert ist. Ist natürlich schwierig, aber man sieht hier und da schon krasse Auswirkungen, die eindeutig auf Flyve zurückzuführen sind und entsprechend auch sehr interessant sind. Also, wir haben jetzt erstmal die Tagesansicht. Da sieht man jetzt natürlich nicht wirklich was. 5 Tage auch nicht. Einen Monat ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Also, dass es gerade nicht gut aussieht. Weil es halt gesunken ist im letzten Monat. 6 Monate das gleiche. Hier haben wir jetzt das erste Mal, wo wir vielleicht eine kleine Flyve-Auswirkung haben, so aus der jüngsten Zeit. Ja. Wir sind ja gerade so ein bisschen beim Flyve Universe Kapitel noch, sag ich mal, wo das für Gala einfach die wichtigste Ressource ist, momentan. Und lustigerweise wurde ja New Horizon extrem kurzfristig angekündigt, dass es released werden wird. Und zwar Anfang November war das, ziemlich genau am 7. November tatsächlich. Und da ist der Preis tatsächlich von einem kleinen Tief extrem nach oben geschossen wieder. Oder gut, extrem ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall stark nach oben geschossen. Und genau hier wurde halt New Horizon angekündigt, 2 Tage später released. Also von dem her, ja, schon ziemlich nice eigentlich, dass das solche Auswirkungen haben kann. Ja, im Großen und Ganzen hat es jetzt aber auch nicht viel gerettet, weil wir sind eben immer noch auf einem Abwärtstrend und zwar vom Flyve Universe Release. Denn der hat ja 2022 stattgefunden und zwar im Juni war der Global Release und im Mai war der asiatische Release, wo eben die südostasiatischen Server released wurden. Und man sieht es hier auch ziemlich krass, also vor Flyve Universe haben wir uns immer so im 200 bis 300 Yen pro Aktie-Bereich bewegt und ja, das ist plötzlich einfach mal extrem nach oben geschossen. Also wir haben ja einen fast 4-mal so hohen Aktienpreis wie vor Release von Flyve Universe oder ziemlich genau 4-mal so hoch. Und das ist schon ziemlich heftig, was hier für eine Auswirkung durch Flyve Universe eben kam. Und das ist aber nicht das Einzige, was wir uns angucken wollen. Ich habe immer so ein paar Sachen zusammengefasst und zwar so ein paar Daten, eben alles, was mit Flyve so ein bisschen, also großteilig mit Flyve zu tun hat. Und zwar die ganzen Releases der verschiedenen Games, die, sage ich mal, größeren Releases von Servern, vor allem nach langen Pausen zum Beispiel. Und ja, das erste, was wir uns jetzt angeguckt haben, ist hier eben Flyve Universe Release Mai, Juni 2022. Also merkt man auf jeden Fall schon. Wobei ich es lustig finde, dass der asiatische Release hier kaum eine Änderung gebracht, oder was heißt kaum eine Änderung, aber ist hier gerade mal um 100 gestiegen, was jetzt nicht so ultra ungewöhnlich ist. Das ist auch so ab und zu mal passiert. Fand ich ganz interessant. Und der Global Release, der nochmal so heftig reingescheppert hat. Wahrscheinlich wurde der asiatische Release wirklich so als Test-Server, als Early Access und so gesehen, so wie es die Spieler auch gesehen haben. Und erst, als da wirklich klar war, okay, jetzt kommt Global Release, erst dann ist hier wirklich investmentmäßig was richtig abgegangen, was richtig durch die Decke gegangen. Finde ich ganz interessant tatsächlich, diesen zusätzlichen Sprung. Aber ja, gucken wir uns mal den gesamten Graphen an und da sehen wir dann schon, hier waren wir gerade mit Flyve Universe, dass das insgesamt doch ein eher kleiner Sprung war. Denn Gala hat bereits wesentlich größere Sprünge in der Vergangenheit hinter sich gehabt. Und ja, wir fangen aber von hinten an quasi oder vom neuesten an. Was ist mit Flyve Legacy Release im Januar 2017? Haben wir da irgendwelche krassen Auswirkungen? Tatsächlich nicht, komischerweise. Ich persönlich hätte gedacht, Flyve Legacy ist immer noch online, by the way. Macht immer noch relativ viel Kohle, wenn man bedenkt, dass das Spiel seit literally 2018 kein Update mehr bekommen hat. Also ich schwöre euch, das Game kriegt keine Updates. Die machen nur Events, neue Kleidung vielleicht oder so, so ähnlich wie bei Flyve Universe, die Speedsets oder so. Also sie machen keinen Content, also sie machen keine Updates, sie machen keine Levelerweiterungen, keine Content-Erweiterungen. Und das seit literally 5 Jahren. Das ist geistesgestört, wenn man ein Game so
quasi verlassen kann als Entwickler und es geht trotzdem nicht offline, weil die Leute einfach weiterspielen, ist es insane. Also kein anderes Game der Welt kann das sich gefühlt, oder viele andere Games könnten sich das niemals erlauben, 5 Jahre einfach nichts zu tun. Aber Fly Legacy schafft es aus irgendeinem Grund. Immer noch online, immer noch live. Seit mittlerweile auch über 7 Jahren. Und ja, hier wurde es released im Endeffekt. 12. Januar müsste es gewesen sein, 2017. Und man sieht hier einfach gar nichts. Also dieser ganze Übergang Ende 2016, Anfang 2017, da ist einfach gar nichts passiert. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was hier passiert ist. Mitte 2017 hat auf jeden Fall höchstwahrscheinlich nicht mehr wirklich was mit Fly Legacy zu tun gehabt. Also kann ich mir jetzt zumindest nicht wirklich vorstellen, dass das so die späten Auswirkungen davon waren. Waren wahrscheinlich dann einfach noch andere Sachen, die hier angekündigt wurden oder so. Aber auf jeden Fall, ja, gab es da kein Spike, zumindest nicht so wie beim Fly Universe Release, wo man wirklich klar sieht, okay, genau hier, wo diese Server kamen, ist es extrem gespiked. Also hat eigentlich zu 1000% was mit Fly Universe zu tun gehabt. Das kann man hier auf jeden Fall nicht über Fly Legacy sagen. Okay. Dann haben wir 3 Sachen, die 2014 passiert sind, die können wir uns so ein bisschen zusammen angucken. Und zwar haben wir hier Fly All-Stars Release. Wer Fly All-Stars nicht kennt, spielt hier keine Rolle, ist schon lange offline, war ein Handy-Game, das gefloppt ist. Dann haben wir Fly Clockwork Serverstart, Dezember 2014. Das ist relativ big, das war mein erster Serverstart, den ich aktiv gespielt habe in Fly 2014, vor fast 10 Jahren. Eine der geilsten Zeiten in Fly aller Zeit, meiner Meinung nach. Also der Start von dem Server, das Ende vom Server nicht so gut, aber der Start von dem Server war hammergeil. War auch das erste Mal, wo ich dann Fly gestreamt habe. Und ja, das war pervers. Also da hatten die Leute richtig Bock drauf. Also der Server ist richtig durch die Decke gegangen. Da war die Hölle auf Erden los. Da haben richtig, richtig viele Leute gespielt. Und das war ziemlich big auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Fly Poosmon released, Juli 2014. Also ein paar Monate vorher. Ja, auch ein Handygame, das mehr oder weniger gefloppt ist. Ist so eine Mischung aus, er ist so ein bisschen Candy Crush im Endeffekt gewesen. Auch nicht gut auf jeden Fall. Also diese kleineren Handygames, also nicht Fly Legacy, sondern die anderen Handygames, die Fly entwickelt hat, also von Fly, die haben alle nur wenige Jahre durchgehalten. Die sind, glaube ich, alle nach weniger als 2 Jahren schon wieder offline gegangen, weil sie einfach nicht gut waren. Genau, aber ja, wir haben diesen Bulk hier 2014. Schauen wir mal, wo sind wir hier 2014? Interessanterweise ist hier tatsächlich was passiert. Und zwar haben wir erstmal den Juli 2014, da sieht man hier, bewegen wir uns hier in dieser unteren Kurve. Und da war jetzt nicht wirklich was, sage ich mal. Wir haben hier einen kleinen Spike dann Richtung August, September. Also kann man sagen, okay, hat jetzt wahrscheinlich mit dem Release im Juli eher weniger zu tun. Also hat auf jeden Fall keine direkten großen Auswirkungen. Dann wird es aber interessant, Ende 2014, ja, da geht es plötzlich durch die Decke. Also wir haben den Serverstart von Clockworks, war glaube ich am 2. Dezember. Also Dezember auf jeden Fall. Fly All-Stars war dann Richtung Weihnachten, also kurz vor Weihnachten. Und dann geht es gegen Ende des Jahres plötzlich komplett durch die Decke bis zu einem fast All-Time-Hoch von 2496 Yen. Vorher waren es einfach freaking 200. Also einfach ein 10x haben wir hier. Was im Aktienmarkt schon ziemlich selten ist und ziemlich heftig ist auf jeden Fall. Und ja, ich kann es aber ehrlich gesagt nicht wirklich auf diese Ereignisse hier festlegen. Also ich habe auch auf der Fly-Website geguckt, auf der Gala-Website besser gesagt, wo die ganzen Informationen stehen und so. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich mit Fly All-Stars plus dem Clockwork Serverstart zusammenhängt. Also komischerweise ist halt beides im Dezember 2014 passiert. Also das wäre genau hier, wo es langsam anfängt zu steigen. Aber ob das wirklich die Auswirkung davon ist, vor allem weil der Spike ja hier wirklich Mitte Januar war, ist halt schwer zu sagen. Weil sicherlich ist es nicht uninteressant, dass da 2 große Sachen passiert sind, für Gala große Sachen oder für Fly große Sachen. Aber ja, I don't know, ehrlich gesagt. Also ich persönlich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass das die direkten Auswirkungen davon waren. Aber man weiß es nicht. Und warum ich das nicht glaube, ist einfach der Grund, dass ihr seht ja hier, spikes ja dann kurze Zeit später, nur wenige Monate später, im Mai, Juni, spikes nochmal auf fast den gleichen Preis. Ja? Also nur ganz wenig weniger. Und im Mai, Juni, beziehungsweise im Mai, wurden von Gala neue Aktien ausgeschüttet. Und immer wenn das passiert, normalerweise haben die Leute Bock zu kaufen, sag ich mal. Also das ist auf jeden Fall so ein normales Marktverhalten, dass wenn neue Aktien ausgegeben werden, dass dann der Kurs steigt. Sei es nur kurzfristig oder nicht, vollkommen egal. Jedenfalls, hier wurden halt neue Aktien ausgegeben. Also hier wurden einfach Geschäftsentscheidungen getroffen,
die tatsächlich mit Flive absolut nichts zu tun hatten. Allgemeine Sachen einfach. Also sie haben sich entschieden, ihr Kapital zu erweitern, Aktien auszuschütten. Und entsprechend ist das eine normale Entwicklung. Meine Vermutung ist halt, dass sie das vielleicht irgendwie im Januar angekündigt haben, dass sie das machen würden oder so. Würde zwar nicht wirklich erklären, warum dann im Januar schon 10x ist, ehrlich gesagt. Es war echt schwer, darüber irgendwas zu finden. Vielleicht weiß es jemand von euch, aber ich habe auf der Website geguckt. Im Januar ist basically gar nichts Interessantes passiert eigentlich. Oder nichts so Interessantes, dass der Preis sich verzehnfachen sollte. Also auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Kann natürlich, wie gesagt, eine langfristige Auswirkung sein. Im Jahr 2014 waren sie, wie gesagt, sehr aktiv. Mehrere Games released, mehrere Server released und so weiter. Kann einfach die etwas verzögerte Auswirkung davon gewesen sein. Plus eventuell die Ankündigung von neuen Aktien. Also so ein bisschen das Gesamtbild einfach. Hey, guck mal, die haben so viele neue Games rausgebracht. Und hey, guck mal, die werden ihr Kapital erweitern. Jetzt reingehen und bei der Kapitalerweiterung, gut, verkaufen macht eigentlich nicht so viel Sinn, aber egal. Irgendwie so vielleicht, könnte man sagen. Vielleicht wurde da ein bisschen spekuliert von den Investoren. I don't know. Aber dafür ist der Spike halt irgendwie trotzdem zu heftig. Also hier sieht es einfach so aus, als hätten sie einfach Flive 2 released, was sie definitiv nicht getan haben. So viel kann ich euch sagen. Und ja, ist auf jeden Fall interessant, aber ich kann es euch nicht hundertprozentig erklären. Ich bin mir auf jeden Fall relativ sicher, mit Flive hat es nichts zu tun gehabt oder nicht viel. Zurück zu unserer Liste. Ja, was kommt dann? Der G-Potato-Verkauf 2012, 2013. Das war ein längerfristiger Prozess. G-Potato war ja riesig. Wir hatten Millionen von Nutzern. Eigentlich extrem erfolgreich, zumindest aus einer Nutzersicht. Also sehr viele Spieler, sehr viele angemeldete Nutzer, sehr viele verwaltete Games, die nicht alle von Gala entwickelt wurden natürlich, aber die sie einfach nur gepublished haben über G-Potato. Aber auch ihre eigenen entwickelten Spiele wie Flive und Rappels zum Beispiel waren da am Start. Und ja, wurde leider 2012, 2013 verkauft und man sieht hier eigentlich auch ganz genau, warum. Man sieht hier, dazu kommen wir natürlich noch, hier waren wir noch nicht, aber man sieht hier, der Aktienpreis fällt und 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 sinkt sogar auf unter 100 Yen, was wirklich in den letzten 10 Jahren eigentlich niemals passiert ist. Oder in den letzten fast 20 Jahren niemals wieder passiert ist, seit es Flive gibt. Waren wir hier auf einem absoluten Low von unter 80, unter 100 Yen pro Aktie. Und hier haben sie G-Potato verkauft. Also der Verkauf wurde Anfang 2013 finalized. Websen hat G-Potato komplett aufgekauft, weil sie eben einfach ja, total Minus gemacht haben, alles an die Wand gefahren ist. Und das erkennt man hier ganz gut. Danach ist es wieder ein bisschen gestiegen. Also hat man wahrscheinlich gesehen, okay, die haben jetzt so viel Kohle bekommen, weil sie G-Potato verkauft haben. Aber hat natürlich jetzt auch nicht wirklich viel geändert. Letztendlich haben sie mit G-Potato ja auch viele, sag ich mal, Spiele offline genommen. Also viel von ihrem, wie sagt man, von ihrem Katalog, das war das Wort, was ich gesucht habe, von ihrem Spielekatalog ist er damit auch flöten gegangen, mehr oder weniger. Das heißt, auch einnahmentechnisch und so ist da natürlich einiges weggefallen. Könnt ihr euch bestimmt daran erinnern, damals sind viele Games offline gegangen. Websen und Flive und Rappels sind ja zu Websen übergegangen, die wurden dann von Websen gepublished, aber viele andere Games, da wurden entweder die Rechte verkauft oder die Spiele sind direkt offline gegangen, weil sie einfach nicht mehr weitergeführt wurden. Also es war schon eine düstere Zeit, sage ich mal, für die G-Potato-Community, weil halt ein paar Games einfach komplett weggefallen sind. Und ja, das war hier in diesem Bereich. Also hat jetzt nicht direkt was mit Flive vielleicht zu tun, weil Flive selbst ist ja nicht offline gegangen, aber war schon auch eine ziemlich krasse Sache. Dann haben wir den großen Flive Server Merge von den Flive PC-Servern und zwar einerseits der PK Server Release von zum Beispiel Hydros, können sich bestimmt einige von euch erinnern, das war im Juni 2011 und eben der große Server Merge, wo Steamwalker, Luia, Rhizem zu Devos wurden und Murano kam aus Augu und Burodeng. Also das waren damals die Server Merges, 2011, zumindest die deutschen. Und ist da was passiert im Juni 2011? Nicht wirklich. Also es ist hier so ein bisschen im Sommer kurz danach gespiked. Also wir haben hier September so ein kleines Hoch und August ist ein bisschen gestiegen. Direkt im Juni aber, muss man ja doch sagen, sind halt ein paar Monate früher. Also auch wieder diese, wenn überhaupt, verzögerte Auswirkung, aber wahrscheinlich nichts mit Flive zu tun gehabt, dieser kleine Spike. Ja, also vermutlich keine wirkliche Auswirkung. Vielleicht hat es ein bisschen dafür gesorgt, okay, neuer Server, dass es nicht weiter sinkt. Also vielleicht hat es schon hier ein bisschen, ja, weiteren Schaden, sag ich mal, verzögert, ja. Aber denke jetzt nicht, dass das hier wirklich eine krasse Auswirkung hatte. Also, ja, leider nicht. Und dann haben wir den Flive.de Release im Dezember 2006. Und das ist ganz lustig, finde ich persönlich, weil wir haben ja dieses absolute Hoch 2005, dazu kommen wir gleich noch. Und dann haben wir hier so doch so ein relativ abruptes
abfallen, bis wir sogar wieder auf ein sehr niedriges, für diese damalige Zeit zumindest, nach dem extrem hoch, ein sehr tiefes Tief. Und literally in diesem Tief kamen die deutschen Server. Also ich finde, das ist so ein Meme, das wusste ich auch gar nicht. Wir haben hier wirklich Ende 2006 dieses absolute Tief, nachdem es hier absolut in die Höhe ging. Also es sieht aus wie ein Absturz. Und genau in diesem Zeitraum, Dezember 2006, kamen die deutschen Flive-Server. Finde ich es einfach nur saulustig, dass genau hier unsere Server released wurden, die heute immer noch online sind und welche der beliebtesten überhaupt sind. Generell die deutsche Community in Flive ist ja ultra engagiert, ultra aktiv, eine der größten der Welt. Und deswegen finde ich das einfach nur ein absolutes Meme, dass wir hier in diesem Loch geboren wurden sozusagen. Ja, aber auch hier kann man vielleicht sagen, okay, kurz darauf ist es wieder übelst gestiegen. Ja, sowas kann durchaus mal ein bisschen dauern, bis Leute sowas mitbekommen. Also man sieht schon im Januar fängt schon an zu steigen, Februar, März und so. Also ist wirklich kurz danach. Also es wird schon die gesammelte, gebündelte Auswirkung von Flive PC Release. Ich meine, Gala released natürlich noch ganz viele andere Games. Man muss wirklich bedenken, die haben einen riesigen Katalog gehabt. Die haben so viele verschiedene Games gepublished, entwickelt und released. Also muss man wirklich sagen, man kann nicht, wie gesagt, alles nur auf Flive begrenzen, aber Flive PC selbst für die deutschen Server hatte eher keine unmittelbare krasse Auswirkung, also vermutlich etwas verzögert, in Kombination wahrscheinlich noch mit anderen Sachen. Ja, und dann ist natürlich noch interessant, ich habe eine Sache tatsächlich vergessen, hier ins Dokument zu schreiben, aber das sage ich euch einfach. Flive US Release Dezember 2005 und das haben wir eh gerade schon gesehen. Ja, das ist hier. Nicht ganz, muss man sagen, nicht auf dem höchsten Punkt. Der höchste Punkt ist hier ein bisschen früher im September, Ende September tatsächlich, 30. September. Warum ist der Peak so weit vor dem Release? Also ich meine, so 2 Monate ist jetzt nicht so weit vorne. Aber warum ist der Peak so viel früher? Kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig beantworten. Ich weiß nur, dass die Beta im Oktober war. Die Beta von Flive in US war im Oktober. Das heißt, im September müsste das schon längst bekannt gewesen sein oder spätestens Ende September müssten die genauen Daten der Beta und auch Release-Daten, Pläne und so weiter alle bekannt gegeben worden sein. Ist leider sehr schwierig, Informationen aus dem Jahr 2005 über ein Spiel, das 20 Jahre alt ist, zu finden. Ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist. Und selbst wenn, kann man es nie hundertprozentig sagen, ob das jetzt wirklich der Grund war damals. Aber ja, ich bin mir relativ sicher, hier wurden einfach die Pläne bekannt gegeben, wie es jetzt mit Flive aussieht in US und so. Gameplay wurde wahrscheinlich vorgestellt, Trailer released, Closed Beta announced, Release announced und so weiter und so fort. Also kann man im Endeffekt sagen, hier war der westliche Flive-Release und der hat eingeschlagen wie eine verdammte Granate. Absoluter All-Time-High von Gala jemals, 2670 Yen pro Aktie. Hier haben wir ein fast 20-fach X von vorher. Also man sieht hier Ende 2004, Anfang 2005 sind wir bei 15 freaking Yen. Und ein Jahr später, nicht mal ein Jahr später, sind wir einfach bei 2600. Also das ist geistesgestört. Und selbst in der Zeit kurz davor, also als auch schon klar war, okay, da kommt was Großes, da wird ein riesiges MMORPG released werden, selbst hier sind wir nur bei hunderten Yen pro Aktie. Also wie gesagt, ein 20x haben wir hier. Je nachdem, von welchem Zeitraum es man betrachtet, noch viel, viel mehr. Also es ist einfach geistesgestört, ja. Und ziemlich crazy auf jeden Fall. Wurde danach nie wieder getoppt, also das ist auch ziemlich krass, dass das nie wieder geschafft wurde, obwohl die Company immer noch aktiv ist, obwohl sie immer noch aktiv Spiele entwickelt haben und so. Haben sie es nie wieder geschafft, auch nur in die Nähe davon zu kommen. Bis auf 2015 zugegebenermaßen. Aber das ist auch so ein bisschen random irgendwie, dass das trotzdem so gespiked ist, 2015. Aber das haben wir ja vorhin schon besprochen. Jedenfalls, das war auf jeden Fall die Auswirkung von Flive PC. Und was ich dann jetzt noch vergessen hatte hier bei meinen Daten, ist es natürlich nicht alles, ne? Also ich meine, Flive hat so eine lange Geschichte. Es gibt noch viele Sachen, die jetzt hier nicht drin stehen. Ich habe mich probiert, auf die wesentlichen Sachen zu reduzieren, die auch wirklich große Sachen waren, wo man jetzt nicht sagen kann, ja gut, das war jetzt so eine... Ja, Eintagsfliege will ich jetzt auch nicht sagen, aber wie gesagt, man kann nicht auf alles gucken und ich wollte es ja auch für euch interessant machen. Aber was ich jetzt hier tatsächlich vergessen habe, war der Flive Asien Release. Und der war im August 2004. Da kam Flive in Korea und Japan raus. Und das hat mich am meisten schockiert oder überrascht, sagen wir es so. Und zwar, wenn wir hier gucken, 2004, da waren wir ja gerade auch schon mal, August 2004, 18 Yen pro Aktie. Und auch Ende August, Anfang September, da hat sich gar nichts getan. Ein komplettes Jahr 2004 war quasi komplett tot. Eine fast gerade Linie,
am extrem untersten Punkt, den die Firma jemals hatte. Wir haben selbst hier 2000, 2001, whatever, haben wir einen wesentlich höheren Aktienpreis, Aktienkurs. Das hat gar nichts gebracht, dieser Release damals. Und das hat mich extrem überrascht. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so rückblickend drüber nachdenke, Flive ist in Japan und Korea auch gar nicht so ultra beliebt. Also man muss ja sagen, die japanischen Server sind 2019 offline gegangen, die koreanischen Server sind zwar noch online, aber mir haben schon öfter Leute gesagt, dass da kein Mensch spielt. Ich habe mal Screenshots gesehen und so vom koreanischen Server. Da ist nicht viel los, das ist aber auf den deutschen Servern immer schon mehr los als dort. Und ja, ist ganz interessant, dass das Spiel, und man sieht es ja auch hier, im Westen, wie gesagt, eingeschlagen hat wie eine Bombe und in Asien quasi anscheinend nicht so gut angekommen ist. Also auch hier hat man ein Jahr lang basically keine wirklichen Auswirkungen des Releases gehabt, erst als sie wirklich in den Westen gegangen sind. Ich meine, wir haben ja was haben wir hier, ein 4000%, 4100% von der Phase davor, 4600%, also einfach nur geistesgestört. Ja. Also finde ich richtig interessant, sich das mal anzugucken. Wie gesagt, man muss immer aufpassen, es gibt so viele Sachen, die am Aktienmarkt eine Rolle spielen. Ankündigungen von Dividendenausschüttungen, Ergebnisvorstellungen von Finanzen, also Finanzberichte. Wir haben Aktienausschüttungen, wir haben so vieles mehr natürlich noch und so viele andere Games als Flive. Aber man kann halt, wie gesagt, hier nicht leugnen, dass das Flive Universe ist. Hier kann man nicht leugnen, dass das Flive PC ist. Und das sind zwei der großen Ereignisse, sage ich mal, dieser letzten 20 Jahre. Und natürlich haben wir noch andere Ereignisse, die wir uns jetzt nicht unbedingt alle angeschaut haben. Aber ja, zwei der größten Ereignisse. Ich meine, klar, das hier ist jetzt nicht so ein krasser Spike wie damals 2015 oder 2005. Keine Frage. By the way, 2015 und 2005, vielleicht 2025 der nächste riesige Spike. Maybe. Wenn jemand spekulieren will von euch. Nein, Kappa. Aber trotzdem, der letzten Jahre ist es der größte Spike. Also man muss ja wirklich bedenken, das hier war 2015 und das hier war 2022. Das ist 7 Jahre später. Und von dem her ist es trotzdem auch ein riesiges Ereignis. Auch wenn es vom Gesamtwert nicht so krass war, ist es trotzdem Flive zu verdanken, dass es überhaupt nach oben ging. Muss man auch so sehen. Und ja, das war es im Endeffekt. Da wollte ich ein bisschen drüber quatschen. Dachte ich mir, ist ganz interessant für euch, auch so ein paar Daten dabei zu haben, die ihr vielleicht vorher noch nicht kanntet. Und ich sage wie immer, danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Stream. Schaut auf jeden Fall vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.